Bist du bereit, Boris? Yes. Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem der, muss man echt sagen, letzten Videos in 2022. Boris ist am Start von Electric Runner. Moin. Schön, dass du da bist. Gerne. Du hast jemanden mitgebracht, wa? Ja. Man kann echt sagen, der Endgegner auf der Autobahn, auf den deutschen Autobahnen, das Model S Plaid, über 1000 PS, über 1400 Newtonmeter, das ist einfach nur krank. Boris, schön, dass es jetzt geklappt hat. Sehr gerne. Wir werden euch mal kurz rundherum führen, wir werden euch die Auslieferungsmenge zeigen, wenn es die gibt, weiß ich nicht. Wir werden euch mal zeigen, innen ein bisschen ein paar Schmanke noch, habt ihr ja alles schon im Model X Plaid Video schon gesehen. Und das Wichtigste, glaube ich, wo ihr euch am meisten drauf freut, jetzt muss ich kurz die Hosentasche greifen, ist auf das hier, nämlich auf Tracky. Das heißt, wir machen mal auf der Autobahn eine GPS-Testung. Das wird echt endgeil. Ich glaube, von der Leistung her unschlagbar das Gerät war. Boris, absolute Rakete auf jeden Fall. Krankes Zeug, war. Natürlich. Wahnsinn. Nach dem Intro geht's los. Leute, endlich ist es soweit. Wir haben die Plaid-Modelle jetzt in Deutschland. Wirklich krank. Boris, schön, dass du ihn abgeholt hast. Hast du mal die Auslieferungsmenge für uns, wo du ihn abgeholt hast? Also ich muss sagen, wirklich, also Mängel an sich gab es wirklich keine großen Mängel. Kleinigkeiten, wie das Plaid-Emblem vielleicht ein bisschen schief hängt und solche Geschichten. Plaid-Emblem hängt schief? Ja, ein bisschen. Was? Jetzt zeig mir mal her hier. Also es könnte ein bisschen, also in der Wasserwaage, also im Wasser ist es auf jeden Fall nicht, würde ich mal sagen. Nee, hast recht. Aber es gibt Schlimmeres auf jeden Fall. Was ein Arsch, oder? Auf jeden Fall die Mängel an sich, wie jetzt zum Beispiel andere das schon mal berichtet haben, habe ich keine gefunden. Natürlich hier und da mal die Spaltmaße, was sich die Leute so beschweren, aber ich finde, die sind völlig in Ordnung für mich. Ja, ich denke auch, ist zwar ein Ami-Modell, war aus Fremont, muss man echt sagen. Mein erstes Model 3 war aus Fremont, das war noch schlimm, ja, aber also jetzt mittlerweile auch, genau. das war heftig. Das war wirklich heftig auf jeden Fall. Aber mittlerweile ist jetzt alles gut, wir können ja mal kurz drumherum gehen. Er bläst schon gewaltig, wundert euch nicht, weil wir haben den Track-Strip schon aktiviert für die Autobahn, dass wir alle Komponente warm haben. Wenn wir mal hier vorne gucken, fahren wir mit 265er Michelin. Sind das die Cup-Reifen? Oh, da bin ich gerade überfragt, ob das die Cup-Reifen sind. Nee, sieht normal aus. Nee, ja. Das sind die normalen. Genau. Was mir aber aufgefallen ist, Leute, guckt euch mal, wie breit diese Autopilotenkamera ist. Die ist, Boris, das sag ich dir, die ist breiter als wie bei Model X. Was wir da kleine hatten. Info noch, wir haben heute 13 Grad, trockenes Wetter. Also ist überhaupt kein Problem mit dem Auto heute auf der Autobahn zu fahren. Genau, nicht, dass die Leute gleich sagen, hier, was, im Winter mit Sommerreifen. Also es ist wirklich eine Maschine. Wir fahren hinten mit 295er Bereifung, auch richtig krank. Und hinten waren wir ja schon. Ganz wichtig, wenn ihr euer Fahrzeug bekommt, müsst ihr als erstes mal hinten hingucken, weil, guckt euch mal den Bildschirm hier an. Das ist wichtig, dass der rahmenlos ist. Es gibt noch eine alte Version, die blende ich euch gerade mal ein. Wenn ihr die habt, ist schade. Das ist echt schade, weil das war, wo ich in den USA war, im Mai, war das noch mit Rahmen. Hier, der ist ohne Rahmen. Das heißt, du hast auch die neueste Version vom Plaid-Modell. Das war ja auch in den ersten Videos, die veröffentlicht wurden, wenn ich mich richtig erinnere. Bei der Presse, ja. Die hatten auch noch den falschen Bildschirm, also den alten Bildschirm. Genau, die Pressefahrzeuge, ja, wo ich mich ein bisschen aufgeregt habe, das waren alles alte Fahrzeuge. Jetzt hier, das sind die neuen. Das heißt, ihr habt auch mehr RAM-Speicher drin. Ich grüße. Ihr habt mehr RAM-Speicher drin. Fans überall, Fans überall. Ihr habt mehr RAM-Speicher drin. Ihr habt auch neue Frontscheinwerfer, wenn wir uns die mal gerade anschauen. Ist gerade ein bisschen laut hier, aber ich glaube, ihr versteht es. Wir haben jetzt hier zwei Linsen drin. Hier ist eine Linse und hier ist eine Linse. Und Leute, glaubt mir, die hier vorne sieht sehr schwer nach Matrix aus. Das ist eine richtige Matrix-Linse. Das erinnert mich ein bisschen an Mercedes. Ich denke, da wird auf jeden Fall auch zeitnah ein Update kommen, dass wir endlich mal Matrix fahren können. Bei uns Model 3, Model Y machen wir noch ein bisschen Sorgen, weil die Linse so rund ist und von der Pixelzahl nicht ausreichend ist, theoretisch. So, aber es ist schon Wahnsinn, Boris, oder? Auf jeden Fall. Was sich auch einige Leute beschwert haben, dass man so eine Schraube hier sieht, aber ich meine, ja, okay. Leute... Solange sie nicht rostet, ja. Wäre blöd, wenn sie jetzt anfängt zu rosten, weil da ja auch Nässe hinkommt. Ich glaube, es gibt definitiv Schlimmeres. Gibt Schlimmeres, wa? Aber ansonsten, wenn ich jetzt ein Stück zurückgehe, wow, was ein brutales Monster, Boris. Erste Frage direkt, was auch die Community mit Sicherheit hat.
Gibt es den in der Vermietung bei euch, bei Electric Runner? Ihr seid ja einer der größten Tesla-Anbieter zur Miete, die es gibt. Gibt's also das Fahrzeug ist neu in der Flotte, wir haben auch nur eins. Und ob er in die Vermietung geht oder nicht, entscheiden wir, wie viele Fahrzeuge wir jetzt bekommen werden demnächst oder nicht. Ne? Und dann werden wir alle Infos auf unserer Homepage, werdet ihr dann auf jeden Fall finden dazu und auch die Preise. Okay, super, genau. Boris, das hört sich gut an. Boris, willst du mir mal einen Kofferraum zeigen? Klar, weil natürlich. Ich glaube, der ist recht groß. Der ist auch auf jeden Fall riesig. Die bekannten Fächer, die kennt ihr ja bereits schon. Ne? Ja. Einmal hier unten, einmal an der Seite ist hier so ein Fach. Wahnsinn. Wo man noch Sachen ablegen kann. Ja. Ist bei dem Auto auch empfehlenswert, seinen Einkauf hier unten zu verstauen, weil ja, Beschleunigung ist da. Ja. Ja. Und auch die Hutablage, die kennt ihr ja bereits. Und ebenfalls die 2 Knöpfe, um die hintere Sitzreihen Ach, das ist neu, wa? Ich weiß nicht, ob das neu ist, ob das beim alten Model S war. Ich habe ehrlich gesagt ja kein altes Model S gehabt in der Flotte. Ja, aber Model 3 und Model Y haben es und dies haben sie jetzt übernommen. Das hatten die alten Model S noch nicht. Model X hat es auch nicht, aber hier haben sie es übernommen. Krass. Und hier ist jetzt noch so ein kleines Netz, ne, wo man jetzt, keine Ahnung, also sein Öl braucht man ja nicht abstellen, ja. aber irgendwas wird man auf jeden Fall finden, was man da abstellen kann. Genau, hast du recht, Boris, schön. Und ich finde auch hier, ja? Ich weiß nicht, ob das vorher auch immer so breit war, dieses Stück hier, keine Ahnung. Es kommt mir auf jeden Fall sehr, sehr breit vor. Ne? Ja, das stimmt, du hast recht. Ist das Dämmung bestimmt dahinter? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es wirklich mächtig, das Teil hier. Und auch die Beleuchtung, wie man es aus dem Model Y kennt, ist jetzt auch da. Ne? Ach, schön. Schön hell auch. Genau, schön hell abends. Jetzt sieht man es leider nicht, weil tags ist. Aber auf jeden Fall schön hell abends. Und guck mal hier. Hier sind jetzt auch so Schutzdinger, damit das auf der Stoßstange nicht mehr reibt, wie bei den ersten Modellen, wenn du dich erinnerst. Da gab es dann immer diese Druckstellen vom Kofferraum. Ne? Stimmt. Haben sie jetzt wohl auch hier ein bisschen was angepasst. Also Tesla verbessert immer mehr, das muss man echt sagen, im laufenden Prozess. Seht ihr ja auch, vor einem halben Jahr war noch alter Bildschirm drin, jetzt ist schon wieder alles verbessert. Aber gerade jetzt, dass die Applikationen hinten so dunkel sind, guckt euch mal, ich gehe mal ein bisschen in die Knie, das sieht so böse aus. Ich denke, das ist halt auch das Positive an Tesla, dass die Prozesse schnell umstellen können. Ja. Und das wiederum der Vorteil für unsere Kunden ist, wenn die eine Miete machen von 6 Monaten, alle 6 Monate zum Beispiel ein neues Fahrzeug bekommen, dass sie nie ein altes Fahrzeug fahren. Ne? Genau, krank, echt krank. Auch hinten Scheinwerfer so ein bisschen schwarz gehalten und so. Das ist schon eine Maschine vom Akku her. Wenn wir da mal ein paar Worte gerade verlieren, der ist hier unten verbaut, 100 Kilowattstunden sagt man grob. Und das sind leider nicht die 4680, die 19, sondern das sind noch die 18650. Wir können euch auf jeden Fall, André schickt ja später noch ein Foto, der war gestern auf der Bühne, um was nachzuschauen. Da habe ich ein Foto von unten, das kannst du vielleicht für die Community kurz anblenden. Geil. Da sieht man nämlich, dass er komplett zu ist von unten. Ne? Komplett zu. Ja, gerade bei den Highspeed war 300 km/h COC-Papier, das ist schon was. Auf jeden Fall diese 18650 haben auch eine neue Zellchemie. Das bedeutet, es ist nicht vergleichbar mit dem alten Model S, aber sind trotzdem schon verbessert worden. Aber wie gesagt, keine neuen 4680. Ich nehme jetzt, Boris, dein Handy mal, weil ich stell mich jetzt mal ins Model S rein. Nein, ich setze mich rein. Und zwar, ich bin 1,90 Meter. Wie ist es von den Platzformaten? Yoke-Lenkrad kennt ihr ja. Oh, Boris hier. Ja, ich bin halt ein bisschen kleiner als du. Bist ein bisschen kleiner. Ich mache kurz mal deine Musik aus. Stellen jetzt mal so ein ungefähr, wie ich es brauche. 6,5 Stunden später. So sitze ich ungefähr drin, also wie im Kampfjet, das muss man echt sagen. Es ist brutal, auch mit dem Yoke-Lenkrad hier, ihr seht, wow, das ist brutal. Einfach wieder ein neues Universum, was Tesla da betritt und macht es einfach. Wow, jetzt gehe ich aber mal hinten hin und wir gucken mal, ob ich hinten auch noch reinpasse. Mit dem eingestellten Sitz, den ich habe. Ich setze mich mal rein. Also das Model X war sehr angenehm. Hier geht es eigentlich auch, Kopffreiheit ist da. Und wenn man jetzt hier mal guckt, wir haben hier vorne sogar noch ein bisschen Luft. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Da ist auf jeden Fall noch Platz da. Können entspannt 4 Riesen entspannt mitfahren. Das ist wirklich cool gemacht. Und durch das Panoramadach habt ihr oben echt Luft. Boris, kannst du mir eine Kamera geben? Dann kann ich gleich mal innen zeigen. Super. Und zwar hier innen, da seht ihr auch, das ist der typische Look einfach. Da habe ich im Model X schon einige Worte verloren, da brauche ich euch nichts verzeihen. Ich finde es cool, dass hier überall auch Alcantara drin ist. Das macht es einfach schön. Da sparst du dir das Umbauen, ne? Da spare ich mir das Umbauen, genau. Ohne Mist, macht es auch einfach sportlich. Also das gehört in so einem Fahrzeug mit über, einfach schöner. Ja, über 1000 PS, man fühlt sich viel wohler. Und auch da vorne haben wir schönes Alcantara-Fläche. Das muss einfach so sein. Die Frage ist, ob hier drüben vielleicht irgendwann mal noch eine LED oder eine Displayleiste reinkommt, dass die freischalten wird. Weil es sieht echt so aus, als ob das hier Bildschirm ist. War, Boris? Ja. Das sieht auf jeden Fall so aus. Ja. Und ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so gut erkennen kann. Aber das sieht auf jeden Fall, es ist ja auch hinten dran durchgehend. Ne? Ja. Das heißt, es könnte schon sein, dass da irgendwelche, vielleicht die km/h oder irgendwas mal, oder irgendwas in einem kleinen Format angezeigt wird. Das wäre mega. Man weiß ja nie, Elon ist ja immer zu Überraschungen
Das wäre echt mega. Und Boris, wenn ich dich gerade so hab, du bist schon jetzt einige Kilometer mit dem Model S gefahren. Wie viele Kilometer hast du jetzt runter? Ich glaube so 2000 sind es jetzt ungefähr. Okay, wir gucken mal. Ja, genau, fast 2000. Und es ist ein absolut geniales Auto. Ich meine, wenn ihr mal schaut, wir können auch definitiv, wo war es nochmal hier? Diese Kilometer hier, Trip A ist übrigens mein Kollege Matthias, der gefahren ist. Der fährt das Auto also mit 309 Wattstunden. Wow. Ich fahre das Auto mit 27 Wattstunden, Ja. also mit 270 Wattstunden. Ja. Auch nur, weil ich jetzt ein bisschen schneller hergefahren bin, um den Akku warm zu bekommen. Ja. Im Normalfall fahre ich mit 220 Wattstunden. Also 220 Wattstunden mit 1000 PS, sagen wir mal. Was willst du da meckern? Ne? Absolut, Boris. Und wenn ich dich gerade so sehe mit dem Yoke-Lenkrad, wie findest du es? Ist es blöd zu fahren oder? Nein, ich finde es, im ersten Moment ist es wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Ich schalte es mal kurz frei, dass man das sehen kann, dass ich es frei bewegen kann. Ja. Es ist, wenn du enge Kurven fährst, ist es natürlich, wenn du jetzt hier so fährst, ein bisschen komisch. Ja? Ich habe mir jetzt angewöhnt, wenn ich eine enge Kurve fahre, greife ich einfach schon mal hier hin und kann einfach komplett rumlenken. Und das Auto fährt ja wieder automatisch in die gerade Spur zurück. Das heißt, früher hat man es ja schleifen lassen, sage ich mal, durch die Hand, den oberen Teil sozusagen, ne? Ihr kennt es ja alle. Aber ich mache das einfach so, dass ich mit der linken Hand schon mal rumgreife und dann spare ich mir nämlich dieses, was ich in manchen Videos schon gesehen habe, wo sich die Leute, ist unnötig, das ist so ein bisschen dramatisiert das Ganze. Einfach hier hingreifen, rumlenken, Thema erledigt, verstehe ich nicht, den ganzen Ärger. Und ist absolut geil und beim Fahren, Ja? ich mache mal die Tür zu, damit das ein bisschen leiser ist, auf der Autobahn, wenn du ganz normal fährst, kannst du ganz entspannt deine Hände hier unten hin machen und so das Lenkrad heben, also wirklich gar kein Problem. Das ist völlig eine angenehme Position, das Lenkrad so zu haben, wenn du den Autopiloten anhast. Ja. Merkt der, dass deine Hand da ist, das reicht, auch wenn du die Hand so drauf hast. Absolut genial. Ja. Auch mit dem Blinken ist wirklich Genau. kein Problem. Ja. Erstens mal, du blinkst, du musst ihn auch nicht ausmachen, der hat einen intelligenten Blinker, den kannst du hier irgendwo anschalten. Dass der dann merkt, dass der dann automatisch ausgeht, wenn du den Blinkvorgang abgeschlossen hast, sage ich mal. Ne? Ja. Also im ersten Moment, okay, du musst dir merken, oben ist rechts, unten ist links. Es gab ja schon Autos, die haben ja auch den Blinker am Lenkrad gehabt, verschiedene Ferrari-Modelle und so weiter. Ja. Die hatten dann rechts und links. Das wäre vielleicht eine sinnvollere Lösung gewesen, statt das Mikrofon vielleicht den Blinker hier hin zu machen und das Mikrofon dahin oder sowas. Aber irgendwer wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Ne? Also du kommst zurecht sozusagen. Absolut. Und was auch oft gefragt wird, wie schalte ich den Autopiloten an, weil ich habe ja keinen Hebel mehr. Ne? Ja, stimmt. Also dann musst du auf diesen Knopf, wenn du den einmal drückst, machst du den Tempomat an und beim zweimal drücken ist wie wenn du den Autopilot beim Model Y oder beim Model 3 anschaltest. Boris, Alter, Genau. Maschine. Übrigens, Dragstrip, Spitzenleistung bereit, würde ich mal sagen. Oh, das heißt, Leute, wir können auf die Autobahn. Jetzt geht's wirklich auf die Autobahn drauf. Wir machen für euch jetzt ein paar Testungen. Boris, vielen Dank nochmal von Herzen, wirklich. Schaut bei Electric Runner vorbei, wenn ihr mal ein Model Y fahren möchtet, Performance von mir aus, was weiß ich. Tracky ist am Start, wundert euch nicht, das macht immer mal ein paar Töne. Und alles im einen sind wir jetzt hier in der Nähe von der A6. Das heißt auch dreispurig. Wir haben trockene Bedingungen. Wir haben gerade 12 Grad sehe ich. Also alles super. Sommerreifen ist ja auch bei dem Wetter Völlig legal. völlig legal, genau. Und wir fahren jetzt einfach mal. Das Ding hat über 1400 Newtonmeter. Das Ding hat über 1000 PS. Es ist eine Limousine, wo die ganze Familie Platz haben kann. Und das ist einfach krank, dass wir jetzt hier mal drinnen sitzen. Ich glaube, das ist der Endgegner auf den Autobahnen. Der wird im Vergleich zum Model X Plaid nochmal eine Schippe draufsetzen. Mit dem Model X hatten wir 100 auf 200 5,44 Sekunden in der Spitze. Und ich denke, hier werden wir, ich vermute, fast sogar unter die 5 Sekunden kommen. Das ist absolut krank und ich bin hyped. Ich bin einfach hyped, sowas mal mitzuerleben. Wir müssen uns gut festhalten, weil das Ding ist eine Waffe. Wir haben den auf Temperatur, alles safe und Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Wir gehen jetzt mal unter 100 und dann machen wir mal eine Testung von 100 auf 200. Wir gehen auf die zweite Spur, ist besser. Oh, oh, Scheiße! 200. Oh mein Gott, Boris! Alter! Was ist hier los? 62. Alter Falter! Alter Falter! Ich kann nicht mehr gucken! Nee, Leute! Ich kann nicht mehr gucken, Boris! Weißt du, wie schnell wir gerade waren? Ja. Weißt du, wie schnell wir gerade waren? Ja. Boris, 100 auf 200, 4,31! 4,31, Boris! Beim zweiten und dritten Mal macht er das eigentlich schneller. Alter! Wir haben 200 auf 250, 3,77, Leute! Oh mein Gott, mein Kopf!
Alter, das ist nicht mehr normal. Das ist Legislative, oder? Absolut. Das ist sick as fuck. Alter Boris, wir haben eine Sekunde schneller als Model X. Ja gut, ich meine, das Auto wiegt ja natürlich auch weniger, ne? Wir haben auch optimale Bedingungen. Und wie gesagt, beim ersten Mal, wenn man das macht, ist er immer ein bisschen langsamer. Wenn du es 2-3 Mal gemacht hast, dann ist er richtig auf Temperatur und dann geht's vorwärts. Willst du nochmal Lauf machen? Machen wir nochmal. Wir gehen jetzt nochmal. Zweiter Lauf, wir müssen unter 100 kommen. Boah, wie der zieht! Wie der zieht! Das ist nicht normal! 4,31 Boris! Ne, 4,50, sorry. 4,50. Das ist krank, oder? Das ist krank. Das ist einfach krank, Boris. Jetzt ziehen wir raus 250, 60, 70. Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Das sind Geschwindigkeiten, das ist nicht normal. Oh, Leute. Wie schnell? Das ist einfach verrückt. Surreal. Surreal. Verrückt. Das ist echt surreal. Du fährst jetzt hier 230, so ganz normal, oder? Ja, das ist geil, ja. So als wär's, keine Ahnung, Wahnsinn. Tempomat 130. Vor allem, wenn du jetzt bei 230 noch mal kurz punchst, dann merkst du direkt, wie er hochzieht. 40, 50. Das ist nicht normal. Das ist weg von der Welt hier. Weg von der Welt. Absolut. Wir sind jetzt endlich in der Ära drin, wo ein Verbrenner, wo ein Verbrenner einfach auch nichts mehr zu melden hat. Das ist das Kranke. Vorher war bei Tesla 130, 120, 150, wurde es dann schon langsam zäh. Jetzt sind wir in Hemisphären drin. Das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Wir kicken jetzt hier alles weg. Ich bin so gespannt auf die ganzen Carwow-Videos. Ich weiß nicht, ob der den YouTube-Kanal kennt. Müsst ihr den abonnieren, müsst ihr euch anschauen. Ich glaube, wenn der den jetzt drin hat in seinen Videos, der wird alles wegscheppern. Aber sowas von. Ja. Boris, das ist krank, oder? Das ist absolut krank, ja. Ich bin auch, wie gesagt, gestern und heute das erste Mal, wo mal richtiges Wetter ist und man auch noch so ein Auto, wo man das mal auch mal fahren kann. Ja, Mann. Bei Regen oder so. Kannst du vergessen, macht keinen Sinn. Obwohl die Werte bei Regen immer noch super sind, wa? Ja, ja, klar. Nur du bringst halt natürlich, das Gummi kann nicht diese Leistung auf die Straße bringen. Das geht einfach nicht. Nein. Da brauchst du schon gute Bedingungen. Und ich bin mal gespannt im Sommer, wenn die ersten Track-Videos mal kommen, ne? Ja. Mit beklebter Strecke, hier irgendwie auf dem Mockenheimring oder sowas. Das wird bestimmt noch absolut crazy, ne? Das scheppert alles weg, ohne Mist, Boris. Ja, wir fahren mal in die andere Richtung. Wir fahren mal in die andere Richtung, aber 4,31 Sekunden von 100 auf 200. Ihr seht es ja hier, das ist nicht mehr normal. Meine Fresse, was macht Tesla da? Und das Kranke ist, du brauchst nicht mal hier so einen Pilotenschein, weißt du, so ein Zertifikat für, wa? Nichts. Die schicken dich einfach auf die Piste mit der Karre hier. Das ist, weiß nicht, das ist tödlich, auf jeden Fall. Wenn du da jemandem das gibst, ganz ehrlich, ich würde es verstehen, wenn ihr sagt, okay, wir nehmen den nicht in die Vermietung rein. Ja, das ist ja auch so. Ich möchte auch ehrlich gesagt niemand Unerfahrenes mit dem Fahrzeug fahren lassen. Ja. Du musst wissen, ich bin schon so viele Runden auf dem Hockenheimring gefahren. Ich habe Erfahrung beim Autofahren. Ja? Ich weiß, wie Autos in der Extremsituation anfühlen müssen, können, dürfen. Ja. Aber jemand Unerfahrenes, also wirklich, da könnte sich jemand umbringen mit dem Fahrzeug. Und ich habe keine Lust, das zu verantworten. Nein, das ist echt. So einfach ist das. Glaubt mir, Leute, ich lasse das hier mal drin. Das ist ein anderes Level hier. Wenn man das mal selber spürt. Ich meine, klar, ihr seht das jetzt hier, aber wenn ihr das mal live spürt und dann vielleicht die Kontrolle verliert bei so einem Anzug, du merkst richtig, wie der hochgeht und die. Boah, ja, Mann, ohne Mist, das ist nicht mehr feierlich. Deswegen müssen wir echt mit Gefühl das beherrschen. Das ist, Alter, guck mal auf den Tacho, wie der rauszieht. Das ist nicht normal. Wow. Einfach verrückt, oder? Einfach verrückt, wirklich krank. Das sind Welten, das ist einfach krank. Aber dass wir nochmal eine Sekunde auf das X drauf schippen, wow, da kriege ich Angst, da kriege ich echt Angst. Aber ihr seht, guck mal, ich fahre jetzt hier um die Kurve, ja. Und ganz normal rum, kein Problem. Sieht echt gut aus, ja. So, und da vorne kommt, glaube ich, eine Kurve, die ist ein bisschen spitzer. Mhm. Zeigen wir euch gleich auch nochmal. Ich denke auch, wie du schon sagst vorhin, langfristig wird es vielleicht sogar eine elektrische Lenkung werden. Ich denke auch, ja. Das heißt, dieser Stab vom Lenkgetriebe geht weg, wa? Ja, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, ehrlich gesagt, weil wenn die Elektrik versagt, ist das natürlich ein bisschen kritisch, würde ich mal sagen, ne? Aber irgendein schlauer Ingenieur wird sich da schon irgendwas einfallen lassen als Backup-System und dann denke ich, da wird das problemlos möglich sein. Dadurch wird dann natürlich die Neigung oder der Lenkwinkel ja viel enger sein, weil du kannst ja bei einer engen Kurve einfach den Lenkwinkel dann einstellen, die Kamera kann ja erkennen, okay, hey, er möchte eine enge Kurve fahren oder anhand von Kartendaten oder sowas, ja. Ich weiß es nicht. Irgendwie wird es schon möglich sein auf jeden Fall. Und dann bin ich mal gespannt, wie das dann ist auf jeden Fall. Gerade solche Situationen sind gefährlich, weil wenn ihr hier nochmal kurz drauf puncht, seid ihr schon direkt auf 100. Ja. Das ist absolut krank. Und da müsst ihr auch aufpassen bei GPS-Testungen. Der Tesla
im Vergleich jetzt zu Tracky sind sehr nah beieinander. Das bedeutet auch, wenn ihr jetzt einen Blitzer hier habt zum Beispiel, dass ihr nicht mal 10 km/h schneller macht. Wenn ihr das macht, dann ist es tödlich, oder? Das ist auf jeden Fall, wenn man das Geld dazu hat und die Blitze alle bezahlen kann und seinen Führerschein vielleicht nicht braucht, ja, dann ist das kein Problem. Ich habe vorhin gehört, Boris, du hast gesagt, wir werden nächstes Jahr, 2023, auf jeden Fall auch mal mit dem Beast hier auf den Hockenheimring bzw. Nürburgring fahren. Genau. Ist das richtig? Das können wir auf jeden Fall machen, dann nehmen wir euch mal mit. Ja. Und dann fahren wir mal 2, 3 Runden auf dem Hockenheimring. Geil, die Einladung nehme ich gerne an, Leute. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn ihr mal Bock habt, bei einem Model Y Performance oder auch Model 3 Performance zu fahren, ihr habt gerade ein Angebot, habe ich gehört, Wir wa? haben gerade ein Angebot und zwar könnt ihr bei uns ein Model 3 oder Model Y Long Range bestellen und bekommt aber kostenloses Upgrade zu einem Performance. Das ist doch geil. Was ist denn da alles dabei? Freikilometer? Freikilometer 1000 oder 2000, je nach Vertrag natürlich. Ja. Versicherungen, Reifen, Premium-Konnektivität, alles wirklich dabei. Ihr müsst euch nur noch ums Laden kümmern. Der Strom, den müsst ihr selbst machen. Ja. Ansonsten ist alles dabei. Mega, absolut sensationell. Schaut da gerne vorbei. Und wir überlegen, beziehungsweise Boris überlegt noch, ob er den Plaid jetzt hier mit reinnimmt oder nicht in die Flotte, weil es ist eine kranke Maschine, muss man echt sagen, das macht schon Angst. Wir wünschen euch jetzt eine schöne, entspannte Urlaubszeit, Weihnachtszeit, wie auch immer. Kommt gut ins Jahr 2023 rein. Wir fahren jetzt hier zum Supercharger und wir haben nicht heute Heiligabend, unsere Familien rufen schon. Deswegen können wir nicht den ganzen Tag Video drehen. Hoffentlich hat euch das Video gefallen, war Boris? Auf jeden Fall. Und wie gesagt, nächste Woche angeblich, Dienstag, Mittwoch bekommen wir das Model X. Dann können wir auch nochmal, obwohl du schon ein Video gemacht hast, gerne, aber vielleicht eins machen mit beiden Autos nebeneinander und noch ein bisschen vergleichen und so weiter. Genau. Vielleicht auch bei gleichem Wetter vergleichen. Ne? Ja. Und das ist vielleicht auch interessant für euch. Auf jeden Fall, Leute. Deswegen lasst ein Abo da. Und wenn ihr Bock habt, mich jetzt zum Jahresabschluss nochmal zu supporten, schaut bei einer Kanalmitgliedschaft vorbei. Das sind Centbeträge. Ich kaufe immer Equipment jetzt hier. Tracky muss ich kaufen. Das kostet auch mal 200 € und so. Also wenn ihr da Bock habt, supportet mich gerne. Und in diesem Sinne einfach eine schöne Zeit für euch da draußen. Und ja, wir sehen uns 2023 wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.